Ja, jetzt da ein bisschen runter mit dem linken Fuß. Ja, ich bin dran. Ja, da streckst du, dann passt schnell. Komm genau rein. Wir albern hier gerade ein bisschen rum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia. Die großen und kleinen Meisterwerke unseres neuen Italien-Abschnitts. Bei mir Gaston, berühmt geworden für seine großartigen Brücken, seit 15 oder 16 Jahren im Wunderland, wirklich von Beginn an. Und wir liegen hier gerade drin, beziehungsweise ich liege hier drin an einer Stelle, wo eine ganz, ganz große Brücke reinkommen soll. Es ist nicht die größte, die du gebaut hast, das ist die Störrebild, glaube ich. Ja. Oder Köbernbrücke ist auch ziemlich groß. Ja. Das sind so zwei ganz herausragende Brücken. Dieses ist aber auch eine ganz besondere, denn sie ist sehr, sehr flach. Weißt du schon, wie sie aussehen wird? Ich habe hier praktisch ein flaches Brett. Also die Brücke wird dann immer gleichbleibend auf einer Höhe sein. Und mir passt sowas überhaupt nicht. Bei mir muss ein bisschen Abwechslung rein. Ein kurzer Pfeiler, langer Pfeiler. Darum haben wir beschlossen, siehst du, hier haben wir schon aufgezeichnet, hier kommt Wasser. Da ist sie im Wasser. Okay, sie ist ja aber auch nur so 20 Zentimeter hoch, aber ich habe gerade mal ausgemessen, 2,40 Meter lang. Das ist also für einen Modellbauer eine Riesengröße. Wenn man jetzt mal ungefähr mit 1:100 rechnet, kann man wirklich sehen, das ist eine wahnsinnig lange, große Brücke. Also du hast mir hier mal ein Foto gezeigt, das finde ich sehr, sehr cool, hat aber nichts richtig mit dem zu tun, was Gaston hier baut, weil hier ist es nur ein Bogen. Hier wären es wie viele Bögen? Ich brauche 6 Bögen, 6 gleichbleibende Bögen. Und die habe ich hier, arbeite die so rein. Ich messe erst einmal die komplette Strecke aus, unterteile das in 6 Bögen, dann nehme ich wieder die Mitte, dann mache ich den Bogen, dann versuche ich die Pfeiler und so praktisch arbeite ich Stück für Stück systematisch mir meinen Bauplan aus. Und während ich arbeite, entstehen meine Ideen und Gedanken und die übertrage ich dann auf meine Brücke. Und das baust du natürlich aus Plastik. Ich hau da eine rein, du. Von wegen Plastik. Ihr müsst nämlich wissen, Gaston ist im Wunderland berühmt dafür geworden, dass er Plastik hasst wie die Pest. Er will nichts aus Plastik bauen. Die ersten 2 Jahre hat er immer gesagt, er kriegt eine Allergie, wenn er Plastik in die Hand nimmt. Das heißt, er ist wirklich ein echter Holzwurm. Er baut wirklich alles aus Holz. Und dementsprechend wird es eine Holzbrücke. Okay, das wird ein Wahnsinnsprojekt. Ich bin ganz gespannt, wie es wird. Ich glaube, das wird wieder eins der vielen, vielen großen Meisterwerke unseres neuen Italien-Abschnitts. Und wir werden Gaston die nächsten Wochen begleiten, denn er wird eine ganze Zeit dafür brauchen. Viel Spaß dabei. Jetzt möchte ich euch mal erklären, wie ich vorgehe. Früher habe ich meine technischen Zeichnungen selber gemacht. Jetzt macht es mit der Gerhard, es geht schneller. Das ist die technische Zeichnung, die er mir erstellt hat. Das ist die Trasse. Dann gehe ich her, meine Stützpfeiler, die ersten, wo ich setze, das sind 18 mm. Die kommen jetzt praktisch hier genau in der Mitte rein. Dann habe ich hier eine Schräge und hier eine Schräge. Hier läuft der schräg raus, weil ich muss immer gleichbleibend im rechten Winkel zu meiner Trasse. Dann zeichne ich das so hier an. Dann habe ich das gleiche Holz wieder. Das nehme ich dann daher, passe das hier an. Und diese Differenz, das sind 13 mm. Die schreibe ich mir dorthin. Das gleiche habe ich hier mit 9 mm. Und wenn sich der Pfeile nach innen verjüngt, habe ich hier 4 mm und hier 5 mm. Die schneide ich auf der Proxon und tue sie hier draufkleben oder leimen und hier auch wieder drauf leimen. Um so einen Bogen zu machen, ist das Einfachste vom Einfachsten. Ich war im Bauhaus und wollte mir 5er Rundhölzer kaufen. Die hat es leider nicht gegeben. Und gleichzeitig, wenn ich die in der Mitte durchlänge, fehlt mir das Produkt wieder, die Stärke des Sägplatz. Also kam ich auf die Idee, ich gehe spazieren im Bauhaus und was entdecke ich? Die sogenannten Palisaden. Habe ich 2 Schrauben reingemacht, dass ich schön halten kann und dann kann ich es an der Bandschleifmaschine schleifen, weil der ist 56 mm breit, hat aber die Tiefe von 25 mm. Also muss ich hier 3 mm und da 3 mm wegschleifen und dann ein bisschen halt rund machen, dass ich hier keine Kanten habe. Ich brauche jetzt 50 mm Gesamtbreite. Das ist Handarbeit, ohne Computer, 50 mm. Ja? Das ist halt reine Handarbeit, gell? Und Gefühlssache, darum liebe ich mein Holz. Jetzt mache ich den Zuschnitt für meine Seitenteile, wo später einmal betoniert werden. Das Holz habe ich jetzt alles zugeschnitten, wie ich es benötige, um die Seitenteile zu bauen für mein Viadukt. Und da habe ich 6 mm Multiplex, 2 Stück passend zugeschnitten aufeinander, verschraubt. Dann habe ich immer gleich 2 gleichbleibende Bögen. Dann habe ich mir nochmal einen Ausdruck machen lassen von diesem Detailzeichnung. Und dann nehme ich mein Schneiderradl, radel da entlang.
Der Bogen ist zwar rund, aber er passt mir nicht. Die Bögen sind ja alle gleich von der Rundung. Ich brauche den unteren Bogen, einmal hier und passt perfekt. Somit habe ich meine beiden Seitenprofile und da gehen wir jetzt zu mir hinauf in die Werkstatt, weil da oben wird das praktisch jetzt so eingebaut. Folgendes, jetzt haben wir praktisch in der Werkstatt alles zugesägt, passend wie wir es benötigen. Jetzt habe ich es mir zusammengeschrieben und jetzt wird es zusammengeleimt und gestiftelt. Das stelle ich jetzt da drauf. Jetzt kommt der Deckel drauf. Passt, sitzt, wackelt halt Luft. Das passt genau da rein von der Länge. Das ist Fliegesparholz, 1 mm. Lässt sich wunderbar biegen und schneiden und verarbeiten. Die Platten kommen zum Beispiel auf 1 Meter auf 50. Schau, wie das am besten reinpasst. Also ich schneide mir das einmal passend zu. Muss halt ein gutes Augenmaß haben, weil das ist ja gerade 6 mm breit. So, jetzt schauen wir mal, ob es passt. So, siehst du, das ist jetzt praktisch das letzte Teil und das war jetzt der 5. So ihr Lieben, fast 2 Wochen sind um und man sieht eine Brücke. Zwar noch nicht ganz ausgeschmückt, aber die Größenordnung ist schon da. Es sind fast 2,40 Meter und sie ist wirklich ganz besonders. Sie ist nämlich nicht ganz gerade, aber das war auch, glaube ich, die Herausforderung. Es ist kein Segment gleich wie das andere. Nein, das ist gleich, das ist gleich. Hier geht die leichte Gärung an, hier eine gleiche und da ganz starke. Okay, Gärung heißt, ne, das ist sozusagen, das Mittelstück kann halt unterschiedlich sein, damit sozusagen diese geraden Mittelstücke da reinpassen. Ja, wunderbar. Und das hast du vorher ausgerechnet, oder? Ja, das habe ich austüftelt. Okay, das heißt, du hast hier einfach hier drin sozusagen so einen Winkel eingebaut, damit sozusagen diese Brückenteile gleich sind. Und ich habe gesehen, die hast du zum Rausnehmen gemacht, damit du das am Schreibtisch machen kannst. Am Arbeitstisch kann ich das dann wunderbar verspachteln. Okay, und hast du keine Angst? Also das ist ja der Teil, der sozusagen hinter mit Beton, also den verspachtelst du ja. Ja. Und hier kommen ja diese kleinen, ich habe doch, glaube ich, ein Muster gesehen. Da. Gaston hat mir nämlich ein Muster gemacht, weil ich hatte ja so eine panische Angst, dass er mit dieser kleinen Idee hier unsere Eröffnung gefährdet. Deswegen hat er mir mal sozusagen ein kleines Muster gemacht und ich glaube, du kannst mich beruhigen, es dauert doch gar nicht so lange, oder? Nein, vielleicht 3, 4 Wochen. Für dieses Muster? Nein, für das Muster nicht. Für die Naja, er wollte mich beruhigen, ne? Ja, ja. Nee, also ich finde es großartig und es ist ja so, dass das sozusagen hier hinkommt. Ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird das hier dann auch noch mit den kleinen Steinchen gemacht. Aber das wird ja sozusagen gespachtelt, damit es so eine richtig modernere Betonoptik ist. Also alt und neu zusammen. Ja. Richtig, ja, ne? Ja, ja. So, und wie machst du, weil jetzt hast du das ja zum Rausnehmen gemacht. Ja. Und hier entstehen ja sozusagen solche Schlitze. Ja. Wie schließt du die? Indem ich sie zuspachtel. Und das sieht man hinterher nicht. Da siehst du gar nichts. Das heißt, wenn du es einmal fertig hast, ist es auch nicht mehr rausnehmbar. Nein, dann geht es nicht mehr raus. Okay, dann ist es einfach alles fest. Ja. Und jetzt kommen ja die Gleise noch oben drauf. Wunderbar. Dann müssen die noch Kabel durchbohren. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Und wie kommen die unten dran? Hier habe ich Einspeisung. Okay. Hat Wolfgang mir angezeichnet und da hinten sind 2 Einspeisungen. Das heißt, hier zwischendurch müssen sie gar nicht? Nein. Siehst du Einspeisung? Hier ist noch eine, ja. Ne? Ja. Das heißt, hier ist kein Bedarf, dass man ran muss? Okay. Nein. Das heißt, es kann also auch alles fest sein? Ja. Und die Schlitze sind hinterher weg? Da siehst du gar nichts mehr. Versprochen. Versprochen. Ich bin gespannt, wir gucken es an. Es wird weiter ein Meisterwerk und wir sind natürlich live dabei. Die letzte Woche habe ich praktisch diese Bögen beide Seiten gespachtelt, den Bogen unten drin auch ausgespachtelt und dann habe ich es praktisch in Betonfarben gestrichen, in zweierlei Farben. Unten ein bisschen hell und hier ein bisschen dunkel, dass ich einen kleinen Kontrast habe. Das war praktisch die Arbeit von letzter Woche. So, das sind die Brückenteile. Die habe ich richtig schön sauber gemacht. Der Kunststoff hat einen Weichmacher drin. Irgendwann verflüchtigt er sich, dann bricht das Kunststoff. Deshalb beuge ich vor, damit ich immer den gleichen Abstand habe. Habe ich hier meinen Abstandhalter, den halte ich drauf. Dann habe ich hier den schönen Abstand. Dann weiß ich, wo ich zu bohren habe und versuche, 1 mm Loch rein zu bohren. Und dann führe ich die Stiftler in meine vorgebohrten Löcher. Da habe ich praktisch alles vorbereitet. Jetzt werde ich in den Spritzraum gehen und dann alles schön lackieren.
Ich habe mir vorgestellt, auch eine indirekte Beleuchtung in meine senkrechten Pfeiler zu installieren. Deshalb habe ich hier eine Nut vorgefräst. Jetzt zeichne ich das so an, einen Zentimeter runter, das sind die 2 Backsteine. Und hier kommt ein Beleuchtungssystem rein. Ich sammle immer ganz gern dieses Schnickschnack von der Fräse. Dann habe ich dieses Teil zerlegt in 2 Teile. Hier werden die Kabel angelötet, hier kommt die LED rein. Das muss ich jetzt vorsichtig mit dem Stechbeil rausarbeiten. Mal kurze Episode, wie ich zu diesen Steinen kam. 2002 haben wir Hamburg gebaut und während eines Drehaufnahme, ich weiß nicht mehr, was für Sender das war, kam ich auf diese geistige Umnachtung. Ich wollte schon immer ein kleines Viadukt bauen mit diesen kleinen Steinen, mit Originalsteinen. Und die gibt es nirgendwo zu kaufen. Der Film wurde ausgestrahlt und vielleicht so 14 Tage, 3 Wochen später war ein Typ hier, hat gesagt, komm mit runter, ich habe was Schönes für dich, einen Parkplatz im Auto. Und dann hat er gemeint gehabt, er hätte hier in Hamburg gibt's eine Tonmeisterin, die würde mir praktisch auch die Steine brennen. Im Gegenzug würde sie gern mich filmen, während ich arbeite. Und die hatte ich jetzt bis vor kurzem im Keller. Und dann kam mir praktisch die Idee, ein altes Viadukt zu bauen, nur mit Steinen, das ist zu viel Arbeit. Und dann kam mir die Idee, die wurde nach dem Krieg oder während dem Krieg zerstört, die Pfeiler blieben stehen. Die wurde restauriert, die Zwischenteile, was kaputt waren, das ist jetzt halt Beton. Und so kann ich jetzt wieder einen Teil meiner Steine verarbeiten. Und wenn ich alle verarbeitet habe, alle Pfeiler fix und fertig habe, dann haben wir hier laut meiner Rechnung 5.472 Stück verarbeitet. Siehst du den Strich, den kleinen schwarzen? Das muss weg. Je nach Brand, durch die Hitze, durch die Wärme, zieht es die zusammen und so entstehen auch verschiedene Stärken. Wenn man so guckt, die haben eine leichte Biegung. Weil die leichte Biegung nach innen ist, klebe ich die dort immer ran. Erwische ich mal wieder einen, der hat eben nicht die Biegung und dann habe ich hier so eine Kante. Aber das spielt auch keine Rolle, deshalb ist ja die Mauer praktisch, die Verklinkerung lebendig bei mir. Und ich möchte ja leben in meiner Brückenkonstruktion. Der letzte Stein ist verfugt und gekleimt. Jetzt wird nachgeputzt. So, bevor wir ins Wochenende gehen, werde ich dem Frederik einen kleinen Streich spielen. Wie bekannt ist, bei dem muss ein bisschen alles schnell gehen. Er kann es ja nicht erwarten, dass das Objekt fertig wird. Ich bin zwar fast fertig, aber jetzt werden wir noch mal foppen und jetzt werde ich einmal den Frederik holen. Was ist denn los? Könntest du mir helfen? Setz dich mal hin, bitte. Wie weit bist du denn? Ja, soweit fertig, bis auf den letzten. Und den schaffe ich heute nicht mehr. Ich will Feierabend machen. Wie viel hast du denn verbaut bis jetzt? Ja, bis jetzt habe ich ungefähr so 5.000. 5.000? Ja. Hammer. Und kriegst du nicht fertig, oder? Kriege ich nicht fertig. Und ich möchte heute fertig werden. Unbedingt, dass ich am Montag in der Früh mit die Farben Und dann soll anfange. ich das machen. Ich mit meinen 2 linken Händen. Frederik, bitte, komm. Willst du das nicht lieber jemand anderes machen Nee, lassen? du kannst schon das auch. Du hast mir das schon mal geholfen. Kannst du nicht mehr, Dann ne? steckst du das Ding aber dahin, wo es keiner sieht, okay? Hinten auf die Rückseite. Nein. Gib dir Mühe, dann kommt es auf die vordere Seite. Also bis zum Strich. Aber du bist jetzt noch ein bisschen da und kannst einmal Ja, gucken, ob ich das auch gut mache? ja. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Wisst
wisst ihr eigentlich was? Das ist ein Scherz. Ich sitze jetzt nach einer Viertelstunde hier und der sitzt hier immer noch und textet mich mit irgendwelchen Dingen von irgendwelchen Steinen voll, sagt, er will ins Wochenende und lässt mich das hier die ganze Zeit machen. Machst du es doch. Warum soll ich es machen? Ja, weil du gesagt hast, du musst ins Wochenende. Warum Ich bin soll doch schon fertig. Womit bist du fertig? Ja, mit deinen, aber doch nicht. Dieser muss doch auch noch gemacht werden. Nee. Meiner ist noch nicht fertig. Nein, alle Pfeile sind fertig. Ich kann Was nicht ist das? Ein Probestück für dich. Du Arschloch! Nee, warum? Ich hab's doch fertig. Das heißt, was ist damit? Übung, Übung, Übung. Und ich, Idiot, habe nicht einmal geguckt eben, als ich gekommen Ja, bin. Die sind siehst alle du? fertig. Ja. Ehrlich gesagt, hätte ich es eigentlich merken müssen. Wisst ihr warum? Der würde mir das niemals geben. Der würde so eine Aufgabe niemals aus der Hand geben. Die hätte er immer selbst gemacht, oder? Ja. Naja, aber jetzt mal hier. Ich glaub's echt nicht. Das ist aber genial geworden. Und jetzt geht's weiter mit Coloreo, oder? Ja. Am Montag. Und welche Farbe? Passend zu unserem Berg, ich habe so ein kleines, sagen wir, ein Probestück als Berg, der ist fix und fertig. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du mich auf den Arm genommen hast. Jeder muss mal dran glauben. Okay, also du hast ein kleines Stück Berg und daran wirst du dich orientieren von der Farbe. Ja. Okay, und dann oben, wann kommen die Gleise? Erst Einbau und dann die Gleise. Nein. Ich baue es fix und fertig ein und dann legt der Wolfgang Und das wann? Gleis drauf. 14 Tage, 3 Wochen. Ach, wie cool. Dann ist es endlich fertig. Also ich bin gespannt und jetzt geh ins Wochenende, mein Lieber. So, ihr Lieben, das Viadukt ist fertig, aber wir haben hier gerade eine Diskussion am Laufen und Gaston ist nicht gerade sehr einsichtig. Es geht um diese ganzen kleinen Steine, die sensationell sind, das muss man ehrlich mal sagen. Über 5000 Stück hat Gaston geklebt. Ich bin aber total unzufrieden, weil ich finde, das sieht absolut scheiße aus. Was heißt da Scheiße? Das sieht scheiße aus. Ich Nee, finde, das hast ist du nicht gefuscht, scheiße. Was ist da weil Scheiße? hier unten ist alles glatt. Wir hatten Ja. das Thema eben schon. Hier, guck Ja. mal, hier ist alles glatt. Und Ja. hier stehen die alle hervor. Da stehen Ja. sie hervor. Hier stehen sie hervor. Ja, also der und? sieht aus, als Und? wenn er gleich rausfällt. Ja, und? Da hast du Zeitdruck gehabt, oder was? Nein. Ich habe verschiedene Stärken an Materialien, die kleinen Ziegel. Und die nehme ich mit der Pinzette, wie sie kommen, und papp sie rein. So wie ich dich aber normalerweise kenne, würdest du sie vorher sortieren. Aha, Und geht's nicht, noch? Und nicht einfach hier so ich will reinmachen. es ja plastisch darstellen. So schaut es ja wieder wie geschleckt aus. Dann kann ich ja gleich ein Also Plastikblumen ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das total blöd. Nein, das sieht, ich das sieht finde aus, das, nein, das sieht gehört aus, so. als wenn Nein, das total gefuscht nein, ist. Hier ja, hinten auf der ja. anderen Seite, das könnt ihr ja gerade nicht sehen, hier sieht das auch ganz komisch Nein, aus. nein. Also ich nein. möchte das so nicht ist so eingebaut und haben. bleibt so. Du magst es nicht eingebaut haben, Nee. dann verkaufe ich es bei eBay. Er lässt sich nicht flachsen. Ich dachte, ich kann ihn zurückflachsen, nachdem er mich flachst. Das sieht saugeil aus. Ja, das sieht absolut super aus. nicht. Und gerade das finde ich ganz toll. Also es sieht so aus, als wenn die wirklich gleich rausfallen, als wenn die uralt sind. Naja, ich dachte, ich will vielleicht kann plastisch. ich ihn einmal kriegen. Eben hat er sich schon richtig aufgeregt, als die Kamera noch nicht da war. Aber ich würde sagen, es ist an der Zeit, wir bauen dieses Meisterwerk mal ein und sehen, wie es in der Landschaft wirkt. Auf geht's, Jo. okay? Nimm die Kabel einfach in die Hand. Gehst du unten rein? Warte, Bobby oder Freddy. ich? Bobby geht unten rein und zieht. Oh, warte mal, Freddy. Ich gehe ein bisschen hoch und du ein bisschen runter, dass wir da vorbeikommen. Siehst du? Dann brauche ich jetzt eine Pinzette und dann schiebe ich bloß zusammen. Kann sie passen. Respekt. Ach, boah, ich weiß doch, was ich baue. Nicht schlecht. So, das Viadukt ist eingebaut und ich finde, es sieht großartig aus. Es ist wirklich das versprochene Meisterwerk geworden und es ist noch nicht ganz fertig. Ihr müsst euch vorstellen, hier kommt noch ganz viel Wasser hin. Die muss noch eingebaut werden mit kleinen Felsen und so weiter. Die Oberleitung fehlt noch komplett. Das heißt, es dauert bestimmt noch einen Monat, bis die ersten Züge hier testweise rüberfahren. Im Sommer kommt noch ein ganz emotionaler Moment für uns. Dann machen wir nämlich das erste Mal das Licht aus. Dann ist alles angeschlossen und programmiert. Dann sieht man, wie das erst so richtig schön nachts auch strahlt, so in dem Gesamtkonstrukt. Das wird noch mal ganz großartig für uns auch werden und dann natürlich auch für euch, wenn ihr das irgendwann live seht. Eine Frage habe ich an Gaston. Du hast hier 5000 Steine verbaut. Hat das irgendwas mit dir bewirkt? Ich habe eine Klatsche weggekriegt. Hattest du die schon vorher?
Seit 15 Jahren schon schwer nicht hier. Aber du lachst noch. Immer. Also kann die nächste Aufgabe kommen. Wunderbar. Super. Also wir hoffen, dass ihr schöne Einblicke gewonnen habt, wie dieses Meisterwerk entstanden ist und besucht uns virtuell bald wieder, wenn die neue Folge Bella Italia ansteht. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.